wo Allah sagt von ihnen, wenn mein Diener sich nähert mir mit freiwilligen Taten, ja, er tut das so lange, bis ich ihn liebe. Und wenn ich ihn liebe, dann bin ich sein Auge, mit dem er sieht, und seine Hand, mit der er greift, und seine Zunge, mit der er spricht, und sein Fuß, mit dem er geht. Aulias. Du sitzt vor denen und denkst, das ist der Sheikh Ibrahim. Das ist der Sheikh Ibrahim. Der ist ein Waliullah, sagst du. Und dann guckst du seine Form, bist bei seiner Form. Bei seiner Form. Aber er ist das nicht. Diese Persönlichkeit von Sheikh Ibrahim, die ist schon längst gestorben. Die ist schon längst in Sayyidina Mohammed schon gestorben. Und in seinem Sheikh, der vorher war, ist er gestorben und dann zu Sayyidina Mohammed. Er ist versunken. Er ist versunken. Im Meer, im göttlichen Meer. Wenn etwas ins Meer fällt oder jemand ins Meer fällt, dann kann er sich nicht selber bewegen. Er wird vom Meer bewegt. Und einer hat gesagt, auch ein Heiliger, du sitzt vor dem Waliullah und denkst an seine Form und du weißt nicht und merkst nicht, dass du in der göttlichen Präsenz, dich vor der göttlichen Präsenz befindest. Haben sie gesagt. You don't know that you are sitting in front of the Sheikh or of a Waliullah, and you are in front of him, you look to his body, you look to his form, you see his form, you are with his form, which is also, alhamdulillah. But you are with his form, you don't know this Waliullah, he may be, was heißt versunken? Absorbed, he is absorbed totally in divinely presence, like something drowning in the sea, in the sea, ocean. Yes, something is drowned in the ocean, then it cannot move, but it is moved by the ocean. And you are sitting in front of him and you don't know that you are sitting in front of divinely presence. They said, somebody, one Waliullah, he said that. Yes. Everything is true what is written in Holy Quran. Everything is true what Sayyidina Muhammad he said and he showed.
People are not recognizing. We are not recognizing this, unfortunately. May Allah help us to recognize. You're sitting in front of Maulana Sheikh Muhammad and you don't recognize our Sheikh. Some people, they are saying, I am not anymore belonging to that Haqqani Naqshbandiya because I don't know Sheikh Muhammad. I knew Sheikh Nazim and now Sheikh Muhammad. No, I cannot do this. Or they are saying this and that, criticizing this, that. No. What do you know? You know something? You know something? Anything? With which organ or with which, from which inspiration coming this? Allah makes as He likes. And He puts in front of you as He likes. And it is you, the murid, not murid, yeah, murid, we are saying murid in general, the disciple, he has to adjust himself to the Sheikh. Because you must have a living Sheikh. Es braucht einen lebenden Sheikh. Die Regel, göttliche Regel, besagt, dass jeder einen Sheikh braucht. Einen Meister. Ohne diesen erreicht er seine göttlichen Stationen nicht. Seine eigenen, die ihm schon geschrieben sind, jedem Einzelnen von uns. Die erreicht er nicht ohne einen Sheikh. Er wird sich verlaufen, er geht in die Irre. Er braucht einen Sheikh. Und jetzt zweitens, er braucht einen lebendigen Sheikh. Einen lebenden Sheikh, wir. Ja, es gibt Ausnahmen, ja, ganz wenige Ausnahmen, die kannst du an 5 Finger abzählen bei großen Heiligen. Dass es andere Übertragungen gegeben hat und immer noch gibt. Aber du brauchst einen lebenden Sheikh, der dir in diesem Leben zeigt, heute, jetzt zeigt, was ist richtig, was ist falsch. Und der dir ein Beispiel ist. Und der in der Lage ist, dein Schicksal zu sehen. Und der Übertragungen von Herz zu Herz macht. Und der für dich verantwortlich ist. Und der dich führt, von Anfang bis zum Ende. Im Diesseits und im Jenseits. Es gibt Leute, die sagen, Sheikh Nazim, Kall, der ist nicht mehr hier unter uns Lebenden hier, also unter die sogenannten Lebenden, unter denen, die sich bewegen im Körper. Und jetzt mit dem nächsten Sheikh, nee, also ich verabschiede mich von dieser Tarikat. Ist dramatisch. Ist dramatisch.
Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam weggegangen ist, da haben die Gefährten, die waren außer sich. Einer konnte nicht mehr sprechen, der andere konnte sich nicht mehr bewegen. Und Sayyidina Ali, Sayyidina Osman. Sayyidina Omar hat es gar nicht wahrgenommen, der hat gesagt, ist nicht. Und Abu Bakr Siddiq hat gesagt, wer Mohammed angebetet hat, Mohammed ist weggegangen, sallallahu alaihi wasallam. Ist nicht mehr unter uns sozusagen. Wer Allah angebetet hat, ja, Allah ist da. Der Sheikh hat uns einen perfekten Khalifa gelassen. Da fängt es schon an. Die Unlogik. Ja, der Unglaube sozusagen an den Sheikh, an den eigenen Sheikh. Wo der sagt, nee, der Sheikh hat zwar gesagt, das ist mein Khalifa, aber bestimmt ist das gar nicht so. Oder es ist nicht für mich, weil ich bin ganz besonders. Ja. Die besondere Einsicht. Das ist dramatisch. Wie kannst du dich verabschieden von deinem Weg plötzlich? Warst du nicht auf dem Weg? Warst du nicht auf der Suche nach dir selbst? Nach deinem Herrn? Durch den Propheten Mohammed sallallahu alaihi wasallam und durch deinen Sheikh? Ja. Und es hat dir gefallen, mit dem Sheikh zu sein. Mit Sheikh Maulana Sheikh Nazim, weil er immer Ozean war. Und du warst immer happy. Und du hast dich gefühlt wie ein Fisch im Wasser in seiner Gegenwart. Und der Sheikh hat sich verabschiedet und er hat hinterlassen seinen Khalifa. Und er hat bestimmt, das musst du ja wissen als Schüler von Sheikh Nazim, dass er ja das Richtige tut. Und kein Irrtum da ist. Deswegen musst dich entwickeln zum Sheikh oder die Absicht machen. Der Sheikh macht schon. Er macht schon. Aber du musst. Die Schritte machen und du musst da sein, genau wie vorher. Genau wie vorher mit Sheikh Nazim musst du genauso mit Sheikh Mohammed, mit deinem Sheikh musst du sein. It's like this, that you have to be with your Sheikh, you have a living Sheikh, and you know that the Sheikh, he left his Khalifa and he make it perfect. All his life, he was perfect. You were experiencing that and you felt like a fish in the ocean with him. But you must admit you never followed him. I'm speaking to myself, not to you. I never followed him. I'm like Sheikh Jamaluddin said last week, sympathisant, coming and going. Assalamu alaikum and bye-bye. Yes, it was not. We liked him, yeah, because he was sweet and giving sweets all the time. Then we say, okay, thank you very much for the sweets and Grand Sheikh Abdullah Dastani
Karasa Sohbat, Sheikh Mehmet, he said recently in a Sohbat that Sheikh Abdullah Darastani, he was saying that he had only two murids. Two murids for Grand Sheikh Abdullah Darastani. One was Sheikh Nazim, Karasa Sohbat, and one was Sheikh Hussein from Afrin, from Sheikh of the Kurdish in Damascus, North Syria. These are his murids. Murid is like a shadow of the Sheikh. A shadow, nature of shadow is that it's never leaving the object. You are also not Abdullah. You are Abdullah when you are a shadow from Allah. That is Abdullah. You are also not following the Sunnah. If you follow the Sunnah of the Prophet, Sunnah wa Jamaat, you belong, you are like a shadow from Prophet. Sallallahu Alaihi Wasallam. You know, in the view of the haqq, of the truth. We have to see this a little bit. You know, and then we are seeing that you have to adjust to the Sheikh. And you will find that he has all the secrets were given to him as it is necessary to educate your ego. It is not about anything else. No. It's only to educate your ego. To control your ego or kill your ego, and at best. He has that secret and the knowledge. He is getting what is necessary for everyone, every follower, to accomplish this. Yes. Ja, das ist, wir müssen uns, oder jeder muss sich einstellen, sein Herz sozusagen wirklich einstellen. Das ist ja auch Rabita, dass du dein Herz einstellst auf das Herzen vom Sheikh, Rabita, ja, oder auch so sich einstellst auf den Sheikh, dass es inshallah, dass man offen ist für diese Wahrnehmung inshallah und entdeckt, dass der Sheikh ausgestattet ist mit allen Geheimnissen, die sein Vater hatte und sein Sheikh vorher hatte, ist er ausgestattet mit allen Fähigkeiten und allen Geheimnissen, die es braucht, um jeden Schüler, wo auch immer und wann auch immer, zu erreichen und zu erziehen und dazu zu bringen, sein Ego zu beherrschen. Und es geht nur darum. Es geht nicht mehr darum, unseren Nafs zu füttern, weiterhin. Diese Zeit ist jetzt so, wie sie jetzt so ist. Wir gehen zum Sheikh. Und Molana, hier ist wie die Sonne und wie das Meer und alle fühlen sich wohl und du kriegst Süßigkeiten. Und dann gehst du nach Hause und machst das Gegenteil. Das ist nicht Murid, du folgst ihm nicht. Wir folgen ihm nicht. Sympathisanten, wie der Sheikh Jamal die letzte Woche gesagt hat. Kommen und gehen. Summa Amana, Summa Kafaru. Sehr gefährlicher Zustand. Das ist die Herausforderung. Aber es gibt keinen Grund, was auch immer, anzunehmen,
dass der Khalifa von Sayyidina Muhammad Nazim al-Haqqani nicht unser lebendiger Sheikh ist mit allen drum und dran. Es ist wieder ein Trick von Shaitan und wieder ein Trick von Nafs und wieder ein Trick mit der Form. So die Form. Du hast immer die Form nur gesehen. Immer nur. Auch bei deinem Sheikh. Wer hat den Sheikh Nazim richtig gesehen? Ich nicht. Oder einmal vielleicht. Ein bisschen. Oder zweimal. So ein bisschen. Taste. Seine Realität. Mit welchen Berechtigung sagst du, nee, den kann ich jetzt nicht mehr folgen. Verlierst deinen Weg, hörst auf den, auf einmal gibt es ganz viele Sheikhs und auch Gelehrte und Alims und überall wird geguckt und geguckt, was man kriegen kann. Okay, ist okay. Der Prophet hat gesagt, nimm Wissen, wo du es findest. Ist okay. Aber du hast einen Sheikh. Nur einen. Nicht zwei. Einen. Eins ist die Eins. Ahad, Samad, Allah. Es gibt einen Propheten, den besten Propheten aller Propheten, einen, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und du hast einen Sheikh. Dieser Sheikh, wenn er authentisch ist und autorisiert ist, dann bringt er dich zum Propheten sallallahu alaihi wasallam. Deswegen ist es nicht oder man muss aufpassen auf sein Adab. Wenn du einmal gedacht hast oder geglaubt hast in deinem Leben, dass dein Sheikh vollkommen ist und alles für dich hat, sämtliche Medizin, die du brauchst, dein krankes Herz braucht, hat der Sheikh für dich alle Medizin. Wenn du das jemals geglaubt hast und gesagt hast, dann ist es kein Adab, hier zu suchen und da zu suchen und da zu nehmen. Bestimmte Sachen, ja. Da schickt dich Allah hin und der Sheikh schickt dir dahin bestimmte Sachen, äußerliche Sachen meistens oder bestimmte Sachen, die du brauchst im Leben oder von deinem Wissen, Wissensbereiche, ja, das ist okay. Aber bestimmte Herzensangelegenheiten, die gehören dem Sheikh. There is adab. You have to, when you believe that your Sheikh, he is a perfect one, and he has everything in his pharmacy, what you need for the sickness of your heart. He has everything, every medicine to make you healthy and to bring you to your aim. If you have believed that at one time, and you said it, and you said, okay, I follow this, he has that, then it is dangerous to go to that sheikh and to look here and take there and there and there and there. That is coming near to no adab. It's not
You can take knowledge from everywhere. Certain knowledge you may take, you may learn, that is okay. Even the Sheikh may send you. He sent you there, he sent you there. That is okay. But certain things of the heart, they are only for the Sheikh. You trust only in the Sheikh. You trust only in God, in Allah. If you trust in anything else, it's wrong. There's only Allah and the Prophet ﷺ and your Sheikh. They are representing Allah. They are representatives. There is not a second thing. There is a word that came, Alhamdulillah. Sheikhs have all been different from all the 40 sheikhs, 41 sheikhs, all of them different, everyone different Jajali, and it is different, and you have to trust, and you have to follow, and you must make step, you must make a step, you have to make a step. Also, you are drawn, they pull you, attract you, they pull you, but you must also make a step. Möge Allah uns helfen, inshallah. Wir müssen Schritte machen, einen Schritt. Ja. Wir müssen auch gehen, obwohl wir im Grunde genommen gezogen werden. Ja, automatisch sozusagen. Möge Allah uns schützen, inshallah, vor Irrtümern und falschen Schlüssen, ja, damit wir unseren Weg behalten, inshallah, und verstärken. Allahumma sabitna ala haq, sabitna ala iman. Möge Allah uns festmachen auf dem Weg der Wahrheit und des Glaubens, inshallah. ومن الله وتوفيق بحرمة الفاتحة. آمين.